In Deutschland fängt der Winter an, hier fängt die warme Jahreszeit an, deswegen machen wir für uns zum Abschied und für euch für den Winter einmal einen richtig schönen Glühwein. Also eigentlich ist es ganz einfach, ihr braucht eine Flasche Glühwein, 4 Sternanis, 2 Stangen Zimt, 6 Nelken, 2 Esslöffel braunen Zucker, 2 Esslöffel Honig und eine Orange. Ja, dann würde ich sagen, fange ich mal an. Also erstmal erwärme ich schon mal den Glühwein. Was nimmst du da für einen Wein? Ist das egal oder? Wir nehmen süßen Wein, aber die meisten nehmen trockenen. Muss der rot sein? Ich weiß noch, der Andi hat da im Stall hellen Glühwein, weißen Glühwein. Gab es ganz schön Ärger mit. Kann man bestimmt auch machen. Nein, traditionell, wie er wusste, ist halt mit roten Wein. Ob man da jetzt anderen nehmen kann, weiß ich nicht. Du fragst ja so blöde Sachen. Gut, ne? So. Die Geschichte mit dem hellen Glühwein, die muss ich irgendwann ein andermal nochmal erzählen. Die war lustig. Oh ja. So, in der Zwischenzeit, man muss ja anmachen, das vergesse ich auch öfters. Ja, anmachen wäre nicht schlecht. Ungefähr auf mittlere Hitze, der darf nicht kochen, der muss nur warm werden. Schneide ich die Orange. Die Scheiben lasse ich immer raus. Kann die Schale dranbleiben? Ja, ach ja genau, ihr solltet Bio-Orangen nehmen. Oder halt hier bei uns im Chaco kriegt man die vom Baum gepflückt quasi. Wir wissen auch, dass derjenige, der die anbaut, nichts mit Pestiziden macht. Wie macht der das nochmal? Der macht irgendwie so Löcher und lockt die Tiere da rein. Oder irgendwie war das doch, ne? Ja, das führt jetzt auch zu weit. Auf jeden Fall solltet ihr ungespritzte Orangen nehmen, weil das, man kann es auch abwaschen, aber es kann, da sind teilweise, ich weiß, in Deutschland waren da extreme Gifte drauf. Aber man, ja, und das ganze Gift zieht ja auch in die Schale und beim Kochen da genau. oder Köcheln oder was auch immer du da machst. Deutschland nimmt man einfach Bio-Orangen, hier nimmt man es halt einfach vom Baum. Ja. Die tue ich jetzt schon mal mit rein. Ob jetzt oder gleich, das ist eigentlich Wurst. Aber Wurst kommt keine rein. Nein. Ich halte jetzt meine Klappe. Dann kommen die Zutaten rein. Das ist eigentlich so simpel. Jetzt hast du das schon schön angerichtet. Jetzt kippst du das einfach so da rein. Das war's schon. Nein. Ah, Honig haben wir noch. Der Honig. Ja, Ich will ja alles nutzen. Der tut sich ein bisschen schwer, ne? Den müsste man wahrscheinlich da jetzt rauswaschen oder so. Ja, ich hätte vielleicht die 2 Esslöffel direkt hier reintun sollen, aber... Naja, aber zum Vorführen ist das ja schöner in so einem Dingen, Schalenteil. In so einem Ding Wie gesagt, das lasst ihr halt jetzt einfach köcheln, bis es warm ist. Aber auch nicht zu viel, sonst kochst du ja den Alkohol raus, ne? Genau, deswegen köcheln. Einfach köcheln lassen halt. Wenn er anfängt oder anfangen sollte zu kochen, sofort von der Platte nehmen. Weil dann geht der gute Alkohol verloren. Und das lasst ihr dann ungefähr 2 Stunden ziehen. Und dann ist der Glühwein fertig. Manche servieren es halt mit dem ganzen Gedöns hier drin, manche ohne. Das müsst ihr wissen, wie ihr das macht. Sieht ja relativ schön aus da mit deinem ganzen Gedöns. Ja, das schmeckt auch gut. Ja. Und wir essen. Wir trinken den heute Abend on the rocks. Also mit Eis? Mit Eis, ja. Weil bei uns ist zu warm für Glühwein. Genau. Also heute sind knappe 36 Grad, laut Wetterbericht. Ja. Perfektes Wetter für den Winteranfang, ne? Bei euch und für den Sommeranfang bei uns. Oder was ist jetzt? Herbst. Moment. Hier ist Frühling und in Deutschland ist Herbst. Der Glühwein ist jetzt ungefähr 2 Stunden gezogen, aber ihr könnt ja das natürlich auch bei weitem länger oder kürzer machen. So sehen die Orangen jetzt mittlerweile aus. Ich habe doch die Kerne rausgeholt. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist oder nicht, aber ich wollte da keine Kerne drin haben. Ja gut, Kerne geben ja auch manchmal so Bitterstoffe ab. Ja, ne? deswegen. Aber die kann ich gut nutzen, um zu pflanzen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum schönen Teil. Genau. Also wir trinken unseren Glühwein ja hier auf Eis. Ich meine, normalerweise muss der im Kühlschrank stehen, damit der generell schon vorgekühlt ist. Ja, aber ist ja viel Eis. genau, dafür ist ja viel Eis da. Und wir mit unseren 36 Grad heute wollen halt keinen heißen Glühwein trinken. Und den nehme ich. Meiner ist immer der mit dem Strohhalm. Genau, Sarah trinkt ja immer mit dem Strohhalm. Was ich noch sagen wollte, ihr müsst bei dem Rezept, so mache ich das.
Ich mache das halt mit dem süßen Wein. Wenn du jetzt einen trockenen oder halbtrockenen nimmst, musst du halt dementsprechend mehr oder weniger Zucker oder Honig nehmen, halt Zimt, Anis, das ist alles Geschmackssache. Ja, du hast ja ganz wenig Zucker da nur drin, ne? Weil der Wein halt schon so süß ist. Ne? Genau. Ich habe das jetzt über x Male ausprobiert und das ist halt jetzt mein, also für den süßen Wein ist das jetzt mein Rezept. So, dann kommen wir zum schönen Teil, ne? Ist doch nicht ganz so schön immer mit der Kelle. Das sieht doch schon so lecker aus. Ihr müsstet das hier auch mal riechen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Nein, da muss mehr rein. Du hast noch was vor heute. Da ist doch fast nur Eis drin. Ja, genau. Wir haben auch noch was vor gleich. Wir sind eingeladen. Genau, wir sind gleich noch eingeladen. Dann können wir den Glühwein noch weiter trinken. Den Rest, den siebe ich halt nachher noch raus. Aber ist auch, je nachdem, ich habe jetzt auch extra eine kleine Orange genommen, weil mir das mit einer großen zu viel Geschmack ist, also zu viel Orangengeschmack. Da müsst ihr halt auch, also ihr müsst eigentlich bei allem erstmal ausprobieren, gucken, variieren. Das mache ich mit meinen Rezepten immer. Und dann, wie es am besten schmeckt. Jetzt musst du trinken. Beim schönen Teil darf ich sogar mit ins Bild, ja. Also, Prost, auf jeden Fall hat das Eis gut abgekühlt. Lecker, kann man auf jeden Fall nicht mit der Plöre aus den Flaschen vergleichen. Also kann ich nur empfehlen. Genau, weil ich habe in Deutschland, ich habe weder an Glühweinständen noch irgendwie Glühwein getrunken. Aber seit Sarah den selber macht, muss ich sagen, schmeckt der mir sowohl als Eiswein als auch als Glühwein. Ja, also macht's nach. Prost! Prost!